Ja, willkommen zum Teil 2 der Videoreihe zur Software ProToleranzes. Im ersten Teil hatte ich Ihnen die Punktbewertung als eine Methode der Verfahrens- und Vormassezuordnung erklärt und wir starten jetzt gleich mit der zweiten Methode. Das sind die Zuordnungshilfen. Also es geht auch hier darum, letztendlich die Toleranzgruppe zu bestimmen und damit die möglichen Abmaße bzw. möglichen Toleranzen. Ich habe schon mal einige Maße erfasst bzw. importiert. Diesen Import, den werde ich Ihnen dann später auch noch zeigen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Zuordnungshilfe als weitere Methode der Verfahrens- und Vormassezuordnung. Dazu klicken Sie hier oben auf Zuordnungshilfe und dann sehen Sie eine andere Eingabestruktur. Zunächst müssen Sie die Vormassegruppe definieren. Dazu haben Sie dann entsprechende Beispiele. Abhängig von der Vormassegruppe gibt es dann auch unterschiedliche Eingaben. Jetzt in diesem Falle Fertigungsverfahren, Angaben zur Schwindung und zur Schwindungsanisotropie und Angaben zur Verarbeitungsschwindung. Bezüglich der Verarbeitungsschwindungswerte bieten wir zusätzlich eine Liste an, die Sie über dieses Register aufrufen können. Hier können Sie nach Vormasse und gegebenenfalls auch nach Fertigungsverfahren filtern und diese Werte als Orientierung verwenden. Ja, auch ähnlich wie bei der Punktbewertung, sobald alle Eingaben vorliegen, werden die möglichen Fertigungsabmaße bzw. möglichen Toleranzdurchmesser äh, berechnet, zugeordnet und mit ihren Funktionsabmaßen soweit vorhanden entsprechend verglichen und bewertet. Nun noch einige Dinge zur Toleranzreihe. Man sieht, dass ich für das gesamte Formteil die Toleranzreihe Normalfertigung gewählt habe. Wenn Sie das global ändern möchten, dann klicken Sie einfach hier oben in die Combo-Box und wählen eine andere Toleranzreihe. In dem Falle werden dann alle Abmaße und Toleranzen neu bestimmt und auch nochmal mit ihren Funktionsabmaßen synchronisiert. Für die Ermittlung der realisierbaren Toleranzreihe bieten wir eine Zusatzfunktion an. Über diesen Schalter äh, wird ein weiteres Fenster geöffnet und abhängig von Ihren Eingaben, Entscheidungen, wird die realisierbare Toleranzreihe ermittelt und die können Sie dann auf Ihr Formteil gegebenenfalls anwenden. Ja, nun noch etwas zu dem Import, den ich am Anfang erwähnt habe. Das will ich Ihnen ganz kurz zeigen. Alles andere dann im nächsten Video. Äh, Ich werde jetzt einfach mal ein neues Projekt erstellen. Also alle Daten, die wir bisher eingegeben haben, sind damit weg. Ähm, Dann haben wir hier oben eine Funktion Import von CSV-Dateien. Das sind also Textdateien, die entsprechend separiert sind. Ich habe hier so eine Textdatei, die können Sie auch über unsere Internetseite als Beispieldatei herunterladen. Es gibt hier eine Vorschau und dann wird gefragt, ab welcher Zeile beginnen die eigentlichen Daten. Das ist in dem Fall der Zeile 2. Und dann müssen Sie die einzelnen Positionen zuordnen. Die Tolerierungsart ist in Spalte 2 definiert, das Nennmaß ist in Spalte 3 definiert, Funktionsabmaß in Spalte 4, oberes Abmaß und das untere Abmaß in Spalte 5. Und dann gibt es noch einen Bemerkungstext, das ist hier so eine ID, eine fortlaufende Nummer, die ist in Spalte 1. Dann haben Sie noch weitere Funktionen. Alles das ist in der Hilfe beschrieben. Wenn Sie mit dem Import, also wenn Sie mit der Definition der Spalten fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen und die Daten sind jetzt in Ihrer Liste übernommen worden und Sie können jetzt quasi zum Beispiel mit der Punktbewertung oder mit der Zuordnungshilfe die Toleranzgruppe bestimmen. Ja, das war Teil 2.
alles weitere im nächsten Video. Vielen Dank.